Wir haben Freitag, den 3. September und unsere Reise in der Toskana geht weiter. Unser nächstes Ziel ist ein relativ neuer Stellplatz in der Nähe von Pisa. Herzlich willkommen zu diesem Video. Es sind nur 50 Kilometer etwa, die wir zurücklegen müssen. Wir nutzen dazu die Autobahn. Die Autobahn ist mit der Maut nicht so sehr teuer in Italien. Eigentlich wollten wir nach Lucca, fanden dann aber einen sehr schönen Stellplatz in der Nähe von Pisa. Und Pisa und Lucca liegen nicht sehr weit auseinander. So haben wir uns überlegt, dass wir von diesem Stellplatz aus dann mit dem Motorroller nach Lucca fahren können und die Stadt besichtigen können. Nach dieser kurzen Anreise erreichen wir in den Vormittagsstunden schon diesen neuen Stellplatz Fattoria l'Olmotto. Es gibt hier viele freie Plätze, liegt vielleicht ein bisschen daran, dass der Platz relativ neu ist. Uns freut das, dass wir hier auch viel Platz haben, denn andererseits ist es so, in der Toskana haben wir uns sagen lassen von vielen Campern inzwischen, dass die Plätze fast alle voll belegt sind. Bei der Ankunft beschließen wir, dass wir hier mindestens 3 Tage bleiben. Das wird dann aber am Ende nicht klappen, und zwar aus folgendem Grunde. Rita ist dann hin zur Rezeption, hat uns angemeldet und bekommt dort die Information, dass hier am Wochenende eine große Hochzeit stattfindet mit Live-Musik und das alles draußen und dass es sehr laut wird. Daher haben wir nur für eine Nacht gebucht und werden dann schon am nächsten Tag weiterfahren. Das finden wir natürlich sehr schade. Inzwischen wissen wir, dass hier häufiger Veranstaltungen bzw. Feiern stattfinden, immer natürlich am Wochenende, und dass es dann in der Nacht bzw. bis in den frühen Morgenstunden sehr laut ist und dann bekommt man natürlich keinen Schlaf. Der Platz ist schön angelegt, hat auch ein Restaurant, das allerdings nur am Wochenende geöffnet ist. Da es ja noch früher Tag ist, haben wir uns überlegt, wir fahren noch in die Stadt Pisa rein. Wir waren schon häufiger dort oder mehrfach dort und wollen aber jetzt doch nochmal mit dem Fahrrad da in die Stadt fahren bzw. zum schiefen Turm. Und da müssen wir jetzt erstmal hier so die Straße entlang, da ist kein Fahrradweg in die Stadt. Es sind aber vom Stellplatz bis zum Turm nur 2 Kilometer. Echt? Wir haben am Fahrrad eine Halterung fürs Handy und dort nutzen wir dann am Handy Google Maps zum Beispiel, um den Weg zu finden. Rita nutzt dann aber auch viel ihre Geocache-Karte. Dort sind auch viele Wege enthalten oder drauf, sodass wir dann uns damit orientieren. Und wenn wir dann zufälligerweise an einem Versteck von einem Geocache vorbeikommen, dann wird er gesucht und gefunden und wir können uns dann erfolgreich im Logbuch eintragen. Wir sind jetzt in unmittelbarer Nähe des schiefen Turms von Pisa, sehen schon die ersten Gebäude, die dort herum stehen. Und das ist die Kathedrale, die wir hier sehen. Und dort sieht man schon, viele Menschen sind hier unterwegs. Man kann hier einiges besichtigen. Man kann auch den schiefen Turm von Pisa besichtigen. Das machen wir allerdings nicht, da wir das vor Jahren schon gemacht haben und wissen, wie es dort innen drin aussieht. Der schiefe Turm von Pisa ist vor einigen Jahren saniert worden und stabilisiert worden. Eintritt kostet, wenn ich es richtig weiß, 18 € und ist fast an jedem Tag zu besichtigen. Man muss aber schauen, je nach Saison sind die Zeiten etwas unterschiedlich. Der Turm ist 55 Meter hoch, 12 Meter im Durchmesser und wurde ca. 1370 fertiggestellt. Er ist aus weißem Marmor, der in Carrara abgebaut wird. Wir schauen uns das Ganze aus der Entfernung an. Wir waren 3 oder 4 Mal hier und haben auch das Ganze schon besichtigt. Das müssen wir dann nicht nochmal wiederholen. Wir laufen noch ein bisschen durch die Stadt und schauen dem Treiben zu und dann geht es für uns wieder zurück zum Stellplatz.
Am Abend waren noch einige Mobile und wie man hier sieht auch ein Wohnwagen noch dazugekommen, also dürfen hier auch Wohnwagen stehen. Wir sind an diesem Abend dort, an diesem Freitagabend zum Essen gegangen, zum Restaurant, beziehungsweise das Ganze spielt sich in diesem Fall draußen ab und es gibt eine kleine Karte, danach kann man sich hier was bestellen. Wir sind wie häufiger die ersten Gäste. Das Ganze mit dem Essen spielt sich hier in Italien meistens etwas später ab 20 Uhr. Wir essen aber gerne etwas früher, deshalb sind wir hier erstmal alleine. Es gibt hier nur eine kleine Karte mit, ich glaube, es sind 6 Gerichte. Wir haben uns den Hamburger Summertime bestellt. Das ist natürlich eigentlich für Italien nicht gerade das Gericht, was man hier bestellt. Aber wir haben uns sagen lassen, dass das sehr gut sein soll, sehr lecker sein soll. Und somit haben wir uns diesen Hamburger bestellt. Dieser Hamburger war schon speziell und geschmacklich anders, als man ihn gewöhnlich kennt. Wir haben dann später an den Nachbartischen gesehen, dass es auch leckere andere Gerichte gibt. Bisschen schade, wir wären gern hier noch einige Tage geblieben und hätten noch einige von den Gerichten probiert. Das Ganze hat hier ein sehr schönes Ambiente und das meiste findet hier draußen statt. Bei den angenehmen Temperaturen ist das auch möglich. Es gibt aber auch einen Bereich, Innenbereich, wo man auch essen kann. Am Abend hatte sich der Stellplatz noch gefüllt. Es standen etwa 10 Mobile da und wie gesehen auch ein Wohnwagen. Geplant war, dass wir von diesem Stellplatz aus die Stadt Lucca mit dem Motorroller besuchen wollten. Die Stadt Lucca ist von hier aus nur 20 Kilometer entfernt. Das klappt jetzt leider nicht, weil wir hier nicht weiter übernachten wollen, wegen, wie schon gesagt, es in der Nacht laut wird. Und so fahren wir jetzt an diesem Tag weiter Richtung Lucca und dort haben wir uns dann einen Stellplatz ausgesucht. Wir haben hier auf dem Platz 25 € bezahlt, inklusive Strom, inklusive WLAN. Hat alles gut funktioniert. Man hat auch Wasser am Platz, hatte ich glaube ich gezeigt. Die Preise sind hier in der Toskana etwas höher, als wir sie zumindest gewohnt sind. Aber damit muss man hier wohl leben. Bei etwas trübem Wetter starten wir morgens um 10. Wie ich schon sagte, sind es 20 Kilometer bis nach Lucca hin, bis zu dem Stellplatz. Dazu fahren wir so eine etwas schmale Straße, so ein bisschen bergig ist es auch, aber alles machbar. Der Stellplatz, den wir jetzt anfahren wollen in Lucca, der liegt in unmittelbarer Nähe der Stadt. Wir hoffen, da wir noch am Vormittag eintreffen werden dort, dass wir einen freien Platz dort finden. Reserviert haben wir nicht. Um zum Stellplatz zu kommen, müssen wir durch die Stadt. Ich muss noch eine Ehrenrunde drehen, weil wir einmal nicht richtig abgebogen sind. Aber am Ende haben wir dann den Stellplatz gefunden. Wir haben den Stellplatz erreicht und es gibt noch 4, 5 freie Plätze. Aber es war nicht für uns so ganz einfach, einen passenden zu finden. Die Plätze haben keine große Tiefe, so dass wir mit unseren 8 Metern schon Probleme hatten, dort einen passenden Platz zu finden. Man hat uns auf diesem Platz freundlich empfangen und zugesichert, dass wir mit unserer Länge hier einen Platz finden. Der Platz kostet 25 €. Am Nachmittag kam die Sonne und es wurde schön warm. Wir haben einen Eckplatz genommen, der ist dann etwas einfacher, um dort reinzufahren und auch wieder rauszufahren. Angegeben ist dieser Platz mit 50 Parzellen und Länge unbegrenzt. Da kann ich nicht zustimmen, das glaube ich nicht. Wenn hier einer mit 12 Meter kommt, der hat ein Problem. Die Parzellen mit Hecken zu begrenzen ist natürlich schön, andererseits verliert man natürlich dadurch an Fläche am Platz. Durch die Bäume gibt es auch nur wenige Plätze mit Fernsehempfang. Es gibt ein Sanitärgebäude und direkt neben dem Sanitärgebäude gibt es dann die Entsorgungsstation, die
zwar so großzügig aussieht, aber ich glaube, ich zeige es nachher am Ende nochmal, dass man dort mit einem größeren Mobil doch schwierig ranfahren kann. Bei der Ausstattung des Sanitärgebäudes handelt es sich um eine einfache Ausstattung. Es gibt Waschmöglichkeiten, es gibt Duschen und es gibt auch Toiletten. Das Ganze ist im Preis enthalten. Wenn man länger unterwegs ist, braucht man auch mal eine Waschmaschine. Die gibt es hier auch. Die Nutzung ist natürlich kostenpflichtig. Jetzt ein Blick auf die Zufahrt oder Eingang hier vom Stellplatz. Hier im Gebäude vorne muss man sich anmelden, dann wird die Schranke geöffnet und man kann den Platz befahren. Die Schranke am Ausgang öffnet sich automatisch, wenn man den Platz verlassen möchte. In dem Gebäude vorne drin ist auch eine kleine Bar, dort kann man was trinken, kann man auch sein Brot bestellen, wenn man möchte. Allerdings bitte nach dem Preis fragen, es war nicht sehr preiswert dort. Wir wollen die Stadt besuchen. Man kann also von der Ausfahrt des Stellplatzes schon die Stadt sehen. Also man muss nicht unbedingt mit dem Fahrrad dort in die Stadt fahren. Man kann also auch zu Fuß hingehen. Wir haben allerdings das Fahrrad genutzt. Eine Sehenswürdigkeit ist die Stadtmauer oder Festungswall hier um den Kern der Stadt aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Auf dieser Stadtmauer kann man spazieren gehen oder auch mit dem Fahrrad fahren. Von dort aus hat man dann einen Blick auf die alte Stadt mit ihren Kopfsteinpflastern und alten Gebäuden. Wir fahren jetzt mit dem Fahrrad durch diese Stadtmauer oder Festungswall, um in das Zentrum der Stadt zu kommen. Jetzt sind wir auf der Innenseite der Stadtmauer. Es gibt dann verschiedene Möglichkeiten dort auf die Mauer zu gehen oder spazieren dort zu gehen oder mit dem Fahrrad hochzufahren. Wir wollen aber erstmal in die Stadt fahren, um uns die Stadt so ein bisschen anzusehen. Es gibt hier viele schmale Gassen. Man kann sich manchmal gar nicht vorstellen, dass hier überhaupt Autos fahren dürfen. Die Stadt ist geprägt vom Tourismus, hat aber etwa 90.000 Einwohner, also keine ganz kleine Stadt. Es gibt Sehenswürdigkeiten, Museum, Kathedrale und noch einiges mehr. Kann man sich alles anschauen. Wir haben uns so ein bisschen treiben lassen, sind auch mal so in den Nebengassen gegangen und waren nicht nur bei den Sehenswürdigkeiten. Es ist ein Sonntag und das ist vielleicht nicht unbedingt der günstigste Tag, um so eine Stadt zu besichtigen. Nachdem wir uns einiges in der Stadt angesehen hatten, ging es dann weiter zum Befestigungswall oder Stadtmauer, je nachdem, was man will. Dort kann man dann oben drauf entlang laufen oder fahren. Es gibt dort auch Restaurants und Bars. Man kann also dort was trinken und essen, wenn man möchte. Aber es ist auch sehr viel Betrieb dort. Es war schon etwas anstrengend, bei so vielen Menschen mit dem Fahrrad dort zu fahren, aber es gab aber auch Strecken, dort war es ruhiger. Es gibt dort überall mal was zu schauen, so standen an einer Stelle Menschen auf der Mauer und schauten nach unten. Das haben wir dann auch getan und dann konnten wir sehen, dass da unten Ritterspiele stattfinden. Wenn man einmal ganz rumfährt hier auf der Stadtmauer, dann sind das etwa 4 Kilometer. Also mit dem Fahrrad überhaupt kein Problem. Kann man natürlich auch zu Fuß machen. Wir haben den 5. September. Es ist immer noch sehr schön und schön warm. Vor allen Dingen, wir haben Temperaturen um die 30 Grad. Da ist man immer wieder froh, wenn man auf dem Fahrrad ist und der Wind einem um die Nase weht.
So sind wir am frühen Nachmittag wieder zurück. Wir haben gute 2 Stunden in der Stadt verbracht und fahren jetzt wieder zum Stellplatz. Die Plätze hier sind nicht so groß, dass man die Markise ausfahren kann. Es gibt allerdings hohe Hecken und auch hohe Bäume, so dass man dann dadurch Schatten hat. Nach 2 Übernachtungen auf diesem Stellplatz ging es dann für uns weiter. Es sollte noch weiter Richtung Süden gehen. Aber erstmal müssen wir noch entsorgen, bevor wir hier den Platz verlassen. Rita und ich hatten vorher geschaut, ob wir überhaupt dort zur Entsorgung hinkommen, ob da genug Breite ist, um dort hinzufahren. Das haben wir dann erst festgestellt, als wir genau dort waren. Dort haben wir dann gesehen, dass es für uns so nicht passt. Man sieht hier den dicken Betonklotz. Es waren am Ende nur wenige Zentimeter, die gefehlt haben, aber es reichte einfach nicht und so muss ich wieder zurück. Dann sind wir nochmal über den Platz gefahren und haben die Entsorgung von der anderen Seite aus angefahren. Wenn ich jetzt hier vorwärts nicht rauskomme, dann hätte ich rückwärts rausfahren müssen. Aber ich habe es dann erstmal versucht, vorwärts rauszukommen. Das hat auch geklappt letztendlich am Ende, aber es war sehr knapp. Wir haben an einem anderen Platz Wasser getankt, ohne Filter. Da musste man dann feststellen, nachdem wir was im Waschbecken hatten und das Wasser uns angesehen haben, dass es gelbbraun war. Ich habe das gesamte Wasser wieder abgelassen und frisches an einem anderen Platz getankt, denn das wollte ich nicht genießen, das Wasser, oder auch nicht nutzen. Unsere Reise geht weiter Richtung Süden, in die Nähe von Piombino. Dort gibt es einen Agriturismo, den wollen wir anfahren. Das handelt sich um einen Camping- oder Stellplatz bei einem landwirtschaftlichen Betrieb. Ich sage jetzt mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.